Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr seht, wir sind nicht mehr in unserem Campervan und auch nicht mehr in Griechenland. Wie es dazu gekommen ist, erzählen wir euch am Ende von diesem Video. Vorher nehmen wir euch aber nochmal ein vorerst letztes Mal mit nach Griechenland und zeigen euch, was wir da in unseren letzten Tagen noch so alles gesehen und erlebt haben. Das war nämlich nochmal eine ganze Menge. Wir starten im Nordosten der Peloponnes am Doxasee. Von dort nehmen wir euch mit zu den Ruinen von Mykene und erkunden die Burg Larissa. Wir zeigen euch den Strand, an dem wir morgens von der Polizei geweckt wurden, gehen auf Erkundungstour in einem verlassenen Hotel, genießen die Sonne und machen seit langem endlich mal wieder ein Lagerfeuer an einem traumhaften Stellplatz. Wir besuchen eine schon vor Jahrtausenden bewohnte Höhle, lassen unsere Drohne über dem riesigen Amphitheater von Epidaurus steigen und bestaunen die Ingenieurskunst, die notwendig war, um den Kanal von Korinth und die Akrokorinth auf dem Tafelberg bauen zu können. Und danach geht's zurück nach Deutschland. Also schnallt euch an, ihr habt ein langes Video vor euch. Viel Spaß! In dieser Episode fahren wir also aus den Bergen zurück zur Küste und dann einmal um den vierten und letzten Finger der Peloponnes herum, bevor wir uns von Korinth aus auf den langen Weg zurück nach Deutschland machen. Die Stadt Mykene, die rund 80 Kilometer südöstlich vom Doxasee liegt und deren Ruinen wir hier sehen, ist richtig alt. Sie war schon im Jahr 3500 vor Christus bewohnt. Kaum vorstellbar, wie lange das her ist. In den Jahrhunderten danach entwickelte sie sich zu einer der bedeutendsten Städte Griechenlands, ist Namensgeber der mykenischen Kultur, der ersten Hochkultur auf dem europäischen Festland, und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Burg Larissa steht hoch oben auf einem Hügel über der Stadt Argos, nur wenige Kilometer von Nafplio entfernt. Sie stammt ebenfalls aus dem mykenischen Zeitalter, wurde im Anschluss aber sowohl von den Römern, den Byzantinern als auch von den Osmanen, also von der Antike bis hinein ins 19. Jahrhundert, genutzt. Die Burg bietet ein herrliches 360-Grad-Panorama, der Eintritt ist kostenfrei und wir haben hier einen tollen Nachmittag genossen.
Putzigasse? Das ist Putzigasse. Das? Ja. Heute wurden wir mal ausnahmsweise von der Polizei geweckt, aber alles gut, alles entspannt. Aber ja, deswegen fahren wir jetzt weiter und suchen uns einen anderen Platz für die nächste Nacht. Während Tina vorm Laptop sitzt und am nächsten Video arbeitet, ziehe ich jetzt los und filme schon mal neues Material. Denn hier am Stellplatz, beziehungsweise kurz hinter dem Stellplatz hier, gibt es ein altes verlassenes Hotel und das gehe ich mir jetzt mal angucken.
Sehr, sehr geil. Tina freut sich auch. Kann es doch nicht so zeigen. Wir waren jetzt 3 oder ich glaube 4 Nächte hier an diesem Platz und es war mega schön. Wir waren die ganze Zeit komplett ungestört, konnten uns hier raussetzen und die Sonne genießen und das tolle Wetter. Es sind nämlich an die 30 Grad gewesen die ganze Zeit. Und wir sind viel länger geblieben, als wir eigentlich wollten. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht bleiben und dann losfahren wieder. Aber ja, es war einfach so schön, dass wir dann länger geblieben sind. Sogar ein Feuer haben wir gemacht. Sogar ein Feuer haben wir gemacht. Das bedeutet aber auch, dass wir heute einen vollgepackten Tag haben, denn heute ist unser vorletzter Tag in Griechenland. Morgen wollen wir bis zur griechisch-bulgarischen Grenze fahren. Wir wollen uns auf jeden Fall noch ein paar Dinge anschauen, und zwar das Theater in Epidaurus und Korinth mit dem Kanal und der Akrokorinth. Also los geht's. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Als erstes fahren wir aber noch darüber, nur auf die andere Seite hier, und schauen uns noch eine kleine Höhle an. Juhu! Die Höhle mit dem Namen, den ich garantiert nicht richtig aussprechen kann, ist so alt, dass sie Mykene und die Burg Larissa vom Beginn des Videos um Längen in den Schatten stellt. Ausgrabungen haben ergeben, dass diese Höhle schon vor rund 40.000 Jahren bewohnt war. In unterschiedlichen Erdschichten, die mehrere Meter in die Tiefe ragen, wurden Werkzeuge gefunden, die den Wandel vom Jäger zum Fischer bis hin zum Sammler mit domestizierten Tieren abbilden. Wirklich sehr beeindruckend. Sommer.
Epidaurus ist ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe auf der Peloponnes. Bemerkenswert ist hier vor allem das Amphitheater aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., das 14.000 Menschen Platz bietet und unglaublich gut erhalten ist. Auch heute bietet es noch eine herausragende Akustik. Wenn man in der Mitte der Bühne eine Münze fallen lässt oder ein Blatt Papier zerreißt, kann man das ohne Verstärkung auch in der letzten Sitzreihe noch hören. Den Kanal von Korinth kennen wahrscheinlich die meisten von euch schon. Er wurde gebaut, um den Golf von Korinth mit dem östlichen Mittelmeer zu verbinden und Schiffen so einen Umweg von rund 400 Kilometern zu ersparen. Dazu wurde eine schmale Schneise, teilweise bis zu 80 Meter tief, in den Fels geschlagen. Das Ganze schon im 19. Jahrhundert. Eine beachtliche Leistung, von der Schiffe auch heute noch profitieren, auch wenn er für die großen Tanker von heute natürlich zu schmal ist. Ja, eigentlich wollten wir uns auch noch die Akrokorinthe anschauen, haben aber leider die Öffnungszeiten verpasst. Die Festungsanlage schließt immer schon um 15:30 Uhr und da wir am nächsten Tag früh aufbrechen mussten, konnten wir uns das Innere leider nicht mehr anschauen. Aber das hat uns natürlich nicht davon abgehalten, von unserem Stellplatz aus die Drohne nochmal in die Luft zu schicken. Und so konnten wir uns von der weitläufigen Festungsanlage über den Dächern von Korinth zumindest einen kleinen Eindruck verschaffen. Versuchen mal wieder ohne Maut hier durch Griechenland zu fahren. Interessant, wo uns Google hier so lang führt. Also, sehr spannend. Ein Industriegebiet gerade. Unsere letzte Nacht in Griechenland, hier irgendwo zwischen Thessaloniki und der bulgarischen Grenze. Schönes, ruhiges Plätzchen, würde ich sagen. Hi. Good Maria? Yeah. Launch Yes. Transit? Yes. Bye. Thanks. Grenzübergang Nummer 1. Griechenland nach Bulgarien. Hätte einfacher nicht sein können. In Griechenland kurzen Blick auf die Papiere. In Bulgarien noch nicht mal das. Sondern nur die Frage Deutschland, Transit,
Ciao. Und ja, die Straßen sind zumindest auf dieser Seite auch sehr leer. Die armen Trucker, bei denen sieht es anders aus. Grenzübergang Bulgarien, Serbien war auch sehr entspannt. Wie schon auf dem Hinweg wurde hier unser Auto ein bisschen angeguckt. Aber abgesehen davon auch alles schnell und entspannt. Yes. Thank you. Wir stehen inzwischen seit 1 Stunde und 40 Minuten in der Schlange von der Grenze Serbien-Ungarn. Vor uns sind noch 2 Autos. Ja, aber es geht schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr weiter. Wir vermuten sowas wie Schichtwechsel. Stunde 40. Wofür? Hi. Jo. Oh, sorry. Moment. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Ja, möchtest du erzählen, wie lange wir an der Grenze von Serbien nach Ungarn jetzt gebraucht haben? 2,5 Stunden. Ist doch okay, oder? Ja, ist doch gar nichts. Warum Aber auch? die mussten auch sehr viele Autos vor uns aber doch auch kontrollieren. Ja, ich glaube 10. Ja. Das war natürlich viel Arbeit, ne? Ja. Ja, wir wissen ernsthaft nicht, warum das so lange gedauert hat. Also es gab zwischendurch einen Schichtwechsel, das war offensichtlich. Und auf beiden Seiten, und es gibt gab es insgesamt so 8 oder 10 Spuren, wurde dann die Arbeit quasi niedergelegt. Und ja, dann auch nur extrem sporadisch wieder aufgenommen. Ja. Ja, toll. 2,5 Stunden. Jetzt ist dunkel, aber jetzt, ja, ein kleines Stück fahren wir noch. Wir haben jetzt 24 Stunden, wir auf dem Hinweg haben jetzt 24 Stunden Zeit, Ungarn zu durchqueren. Wir werden zwischendurch übernachten an einer der Transit-Haltestellen, wo wir übernachten dürfen. Wir haben gar keinen Sticker bekommen diesmal. Ja, haben wir doch noch vom letzten Mal. Ja. Ja, weiter geht's. Ach herrlich, es geht doch nichts über eine kurze Nacht auf einem Rastplatz. Aber ja, es war tatsächlich okay, war kurz, wir haben jetzt glaube ich nur 6,5 Stunden geschlafen. Und jetzt ist es doch relativ laut geworden. Aber ansonsten die Nacht war super ruhig, von daher alles cool. Und wir fahren jetzt weiter. Es ist glaube ich nur noch 1 Stunde bis zur Grenze zu Österreich. Und dann ja, hoffen wir, dass wir heute Abend zu Hause ankommen. Hi. Zurück nach Deutschland? Ja. Für 2 Personen? Ja. Ja. Das hat jetzt leider auch noch mal eine gute Stunde gedauert, aber jetzt sind wir unterwegs und nur noch eine Grenze. Ja,
wir sind jetzt in Deutschland. Wir haben die Grenze quasi verpasst. So ein bisschen, also wir waren im Gespräch verwickelt und ein bisschen erstaunt, dass auf einmal auf 80 km/h, auf 60 km/h runterging. Und dann gab es da ein paar Gebäude, aber man wurde nicht aufgehalten, stand niemand, nicht kontrolliert, also nicht gar nichts. Ja, genau. Also nach Österreich rein wurden Leute kontrolliert, aber hier also wirklich gar nichts. Es gab nicht mal auf der Straße so Häuschen oder irgendwas. Nee. Ja, das war einfach. Bitte sofort testen lassen. Negativer Corona-Test, Fragezeichen. Sonst direkt testen lassen. Das stand auf einer digitalen Anzeige hier am Straßenrand gerade. Okay. Ja, wie ihr seht, sind wir inzwischen also wieder in Deutschland. Ist das jetzt das Ende unserer Reise? Nee, zum Glück noch nicht. Wir hatten einfach ein paar familiäre Verpflichtungen hier und mussten uns um ein paar Sachen am Camper kümmern. Wir haben zum Beispiel unseren TÜV erneuert. Außerdem werden wir die Gelegenheit jetzt nutzen, um ein paar andere Sachen am Camper zu upgraden. So werden wir uns zum Beispiel jetzt endlich eine Trocken-Trenntoilette einbauen und da in den nächsten Tagen auch ein Video zu filmen. Außerdem kommt eine externe Antenne aufs Dach, damit wir zukünftig auch an abgelegeneren Stellplätzen guten Mobilfunkempfang haben. In 2 Wochen wollen wir dann aber wieder aufbrechen. Wohin es final geht, haben wir noch nicht entschieden. Was meint ihr? Wo sollen wir hinfahren? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Und wo wir dann wirklich hinfahren, das lassen wir euch bei Gelegenheit wissen. Bis es soweit ist, aber vielen Dank für eure stete Unterstützung, für das Gucken der Videos und eure lieben Nachrichten. Es ist echt total schön zu sehen, was wir für eine tolle Community jetzt haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da, hier unten in der Ecke. Das hilft uns wie immer sehr. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns gerne ein Abo da. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.